Willkommen bei Argebli. Mein Name ist Mareisa Almassi und bevor wir beginnen, freue ich mich, wenn ihr unseren jungen Kanal mit einem Like und einem Subscribe unterstützt. Heute spreche ich mit Seren Ateş, Juristin, Frauenrechtlerin, Menschenrechtsaktivistin und einer der konsequentesten Stimmen für einen liberal-säkularen Islam in Deutschland. 2017 gründete sie in Berlin die Ibn Rushd Goethe-Moschee, ein Projekt, das nicht nur religiöse, sondern gesellschaftliche Grundfragen berührt. Gleichberechtigung, individuelle Freiheit, Trennung von Religion und Staat. Die Reaktionen waren erwartbar brutal. Morddrohungen, permanenter Polizeischutz, ein Leben unter Einschränkungen, der Preis dafür, religiöse Autorität und patriarchale Dogmen offen in Frage zu stellen. Mit Seren Ateş möchte ich heute darüber sprechen, was es bedeutet, Freiheit innerhalb einer Religion zu verteidigen, warum Radikalisierung unter jungen Menschen zunimmt und weshalb Antisemitismus im islamischen Milieu nicht nur ein soziales, sondern auch ein doktrinales Problem ist und warum westliche Gesellschaften, gelähmt von Schuldnarrativen, diese Entwicklung oft falsch einordnen oder entschuldigen. Seren, herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und bei uns bist. Du kämpfst seit Jahrzehnten für Frauenrechte und individuelle Freiheit, oft gegen massive Widerstände aus dem eigenen kulturellen Umfeld. Gab es einen Moment, in dem dir klar war, zurück gibt es nicht mehr? Meinst du, zurück gibt es nicht mehr bezogen auf die Arbeit, die ich mache? Ja. Also, dass ich gar nicht anders kann? Ja. Also es gab verschiedene Etappen in meinem Leben, an denen ich beschlossen habe, auch politisch aktiv zu sein oder überhaupt politisch zu sein. Und deshalb gab es, glaube ich, eher eine Steigerung der Entwicklung. Und ja, okay, wenn du dann so fragst, gab es dann, ja, spätestens als ich angeschossen wurde, war mir klar, jetzt erst recht. Also das war schon eine Reaktion darauf, dass Menschen es nicht ertragen haben, dass wir als Frauenladen Beratung für Frauen gemacht haben und dass Faschisten der Ansicht waren, dass Leute wie wir kein Recht haben zu leben, Frauenrechte nicht bearbeitet werden sollen. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, nein, für mich gibt's kein Zurück. Also jetzt geht's nur noch nach vorn. Kannst du das so mal, gut es geht. Kannst du den Hintergrund mal so ein bisschen schildern? Nun, ich war im 3. Semester Jura und habe auch davor schon in dieser Beratungsstelle für Frauen aus der Türkei gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren und auch, weil mich das politisch interessiert hat. Also ich habe für die Anwältin, die dort tätig war, übersetzt, wenn sie Rechtsfälle beraten hat und ich habe soziale Arbeit gemacht sozusagen. Das ist der Hintergrund und diese Beratungsstelle für Frauen aus der Türkei, die befand sich in Kreuzberg in der Lausitzer Straße und ich muss das hier verkürzen, sonst ist die Story zu lang. Long story short ist, dass das ein Anschlag von den, unserer Ansicht nach, Grauen Wölfen war, was nie wirklich gut aufgeklärt wurde. Aber es gab sehr viele Anzeichen dafür, dass es so war. Also weder ich noch die Frau, die gestorben ist an dem Tag, die ermordet wurde, die ich beraten habe, hatten irgendeinen Bezug zu irgendwelchen Leuten. Es gab ja leider keine Aufklärung, was den Fall anbelangt. Also ich habe das knapp überlebt mit einem Steckschuss im Hals und das hat mir im Grunde genommen gezeigt, dass die Gewalt gegen Frauen, über die wir ja in dieser Frauenberatungsstelle auch viel gesprochen haben, Frauen, die wir beraten haben, dass die Gewalt halt echt massiv ist und wir sprechen über das Jahr 1984, wie gesagt. Ja, also da, als ich 21 war in Berlin es auch noch gar nicht so verbreitet, dass man viel über die häusliche Gewalt gesprochen hat, viel über Gewalt gegen Frauen insgesamt. Das waren teilweise Themen, wo sich die Feministinnen und Frauenrechtlerinnen immer wieder darüber austauschen, dass das Thema Gewalt an Frauen viel höher gehängt werden müsste. Und so waren wir und wurden wir zu einem Beispiel dessen, dass sogar eine Beratungsstelle Ort und Grund für einen Anschlag war. Was aber nicht dazu geführt hat, dass die Beratungsstelle aufgegeben hat. Im Gegenteil, es gab durchaus Solidarität. Die Beratungsstelle existiert bis heute. Mhm. Und ich habe auch nicht aufgegeben. Ich habe zwar 6 Jahre gebraucht, um wieder zu genesen, sowohl körperlich als auch psychisch. Das hat alles Zeit gekostet und Kraft. 1990 konnte ich dann mein Leben sozusagen wieder neu beginnen. Das war so, dass ich mal
diesen Tag, als ich angeschossen wurde, als meinen 2. Geburtstag begreife und 1990 im Grunde dann für mein Studium und für mein Leben auch als Neustart. Da konnte ich dann endlich wieder loslegen. Und das war klar mit dem Aufnehmen des Studiums, dass ich Anwältin werde und dass ich diese Arbeit fortsetze, dass es kein Zurück gibt. Also die Gründung der Ibn Rushd Goethe-Moschee ist natürlich auch als eine, wie sagt man, eine Entwicklung, Konsequenz daraus zu sehen, oder? Absolut. Ich hätte 1984 oder auch 1990, 1997, als ich die Kanzlei gegründet habe, als ich 83 mein allererstes Buch veröffentlicht habe oder das erste Buch veröffentlicht wurde, wo ich mitgeschrieben habe, oder 2003, als ich mein Buch geschrieben habe, und die anderen Bücher habe ich in dieser Zeit sicher nicht 100% gewusst, dass ich 2017 eine Moschee eröffnen werde. Aber was ich in diesen vielen Jahren, die ich für Frauenrechte und Menschenrechte mich einsetze und auch als Anwältin gerade festgestellt habe, ist, dass wir uns mit Religion beschäftigen müssen. Also ich kann natürlich sagen, es ist mir am Ende egal, was im Koran steht. Wichtiger ist mir, was im Grundgesetz steht oder in Gesetzen überhaupt. Auf der anderen Seite sind aber Menschen davon betroffen, was im Koran steht und was Menschen daraus machen. Insofern habe ich im Laufe meiner Praxis als Anwältin, auch als Aktivistin festgestellt, das geht nicht, dass wir nur von außen agieren und Kritik üben, sondern wir müssen auch innerhalb der Religion etwas bewegen. Und da habe ich bei mir persönlich selbst abgeklopft und festgestellt, dass auch ich ein großes Interesse daran habe, ein ganz persönliches Interesse daran habe, dass ein Ort geschaffen wird, an dem wir Spiritualität und den Islam zeitgemäß, historisch kritisch, geschlechtergerecht und auch offen für die LGBT-Community leben können. Und so war das eine rote Linie und eine Konsequenz aus all den Erfahrungen meiner Arbeit, seit ich 20 bin. Wobei die Kritiker sagen ja häufig, dass moderater Islam oder liberaler Islam ein Widerspruch in sich ist. Naja, nun frage ich mich, was diese Kritiker oder diese Kritik treibt. Denn wenn man sich intellektuell ganz einfach mit Glauben und Religion beschäftigt und gleichzeitig auch Politik und Philosophie, dann werden alle Menschen feststellen, die sich seriös damit beschäftigen, dass in der Menschheitsgeschichte die Menschen immer an irgendwas geglaubt haben, als höhere Wesen, als etwas, was man nicht erklären kann. Also Glaube oder Religion schon immer auch Teil der Menschheitsgeschichte war und Glauben und Religion, vor allem institutionalisierte Religion, durchaus mehrheitlich orthodox traditionell praktiziert würde, aber in jeder Religion es immer liberalere, aufgeklärtere und zeitgemäßere Bewegungen gab. Insofern ist das kein Widerspruch, dass man sagt, wir sind liberale Muslime oder Juden oder Christen, denn es sagt lediglich aus, dass man nicht sich an jedes einzelne Wort als Dogma, genau, danke für das Wort, als Dogma oder Ideologie festhalten muss. Und vor allem ist es schwer, wenn man sich mit Sprache beschäftigt, zu behaupten, dieses Wort und dieser Zusammenhang ist nur so zu verstehen. Also andersherum, als Juristin kennen wir die Begriffe bestimmte und unbestimmte Rechtsbegriffe, ja, auch. Und das gibt es auch im Koran selbstverständlich. Es gibt Stellen, die sind sehr eindeutig. Und es gibt Stellen, die sind erst im 2., 3. Schritt erklärbar. Und dann gibt es Stellen, die sind hochphilosophisch, mystisch, spirituell, so dass man noch sehr viel mehr Gedankengänge benötigt, um den tieferen Sinn zu verstehen. Und dem verschließen sich natürlich sehr viele Menschen. Sie meinen, das Wort Gottes ist da geschrieben und sie müssten alles wörtlich nehmen. Also diese Haltung teilen wir nicht. Und diese Debatte gibt es in allen Religionen. Nehmen wir die Bibel, nehmen wir eben den Koran, dann landen wir bei denselben Debatten und Diskussionen. Und in vielen verschiedenen Religionen, die Schriftreligionen sind, können wir das feststellen, dass wir immer wieder die Frage stellen müssen,
Wann wurde das niedergeschrieben? Ja. Welche Sprache wurde wirklich in dieser Zeit gesprochen? Was für einen gesellschaftlichen Zusammenhang hatte es? Wie war die soziale Lage, die gesellschaftliche, die politische? Wer hat geherrscht? Was war da politisch das Schwergewicht sozusagen? Also es gibt viele Aspekte, warum man heilige Schriften immer kritisch und historisch kritisch lesen und betrachten sollte und darf. Und deshalb ist das für mich kein Widerspruch. Ich verstehe. Ja, zumal die letzte Zusammenstellung des Korans wurde, glaube ich, 1924 in Kairo kompiliert. Ja, das Und freut mich, dass du das weißt. Also das Ja. wissen so viele Menschen gar nicht oder denken darüber nicht nach oder diskutieren das gar nicht. Ich diskutiere das. Ich sage, okay, in Ägypten, die Al-Azhar-Universität behauptet 1924, so, das ist jetzt abschließend, der Koran, der gilt für alle sunnitischen Muslime. Und was ist mit den anderen? Das heißt, die anderen sind für sie keine Muslime. Erstmal ist da eine Spaltung, eine Polarisierung. Ja. Dann stellt sich die Frage, was für eine Arroganz besitzt ihr, dass ihr sagt, das ist das Wort Gottes, und zwar im Jahre 1924. Ja. Na, ich meine, der Prophet hat sehr viele Jahrzehnte, Hunderte vorher gelebt. Also ich meine, so ein bisschen Bescheidenheit würde den Herren, sind ja Herren, gut tun. Ja, also allein das ist Grund genug und Ansatz genug für mich zu sagen, also es gibt durchaus eine zeitgemäße Hinterfragung, die gerechtfertigt ist. Und es ist auch doch eine schöne intellektuelle Herausforderung, sich die Frage zu stellen, was war damals der Hintergrund für die meisten Offenbarungen? Ja, absolut. Aber was sagst du denn, wo wir bei liberal und moderat sind? Also Erdogan hat ja mal gesagt, there is no moderate Islam. Islam is Islam. Ja, also ich bringe gerne das Beispiel, dass auch der König von Marokko sagt, es gibt nur einen Islam, die Al-Azhar-Universität sagt, es gibt nur einen Islam, die Mullahs im Iran sagen, es gibt nur einen Islam, die Taliban sagen, es gibt nur einen Islam, dann kommen wir zu den Saudis, die Wahhabiten, dann kommen wir zu den Kataris. Also die sagen alle, es gibt nur einen Islam. Ja. Und praktiziert werden verschiedenste Facetten des Islams, verbunden mit kulturellen und traditionellen Eigenheiten und auch nationalen Eigenheiten. Da kommen wir nach Bosnien, wo es einen immer sehr moderaten und liberalen Islam gab, der sich leider jetzt auch etwas wandelt mit dem Einfluss Erdogans und Saudi-Arabiens. Da muss man leider auch traurig hinschauen. Und auch der Islam in Albanien war ein immer sehr moderater, sehr zeitgemäßer, moderat im Sinne von modern. Ja. Aber auch Tadschikistan, ich kann mich erinnern. Tadschikistan, Usbekistan, Kasachstan, das sind teilweise eben auch von der Sowjetunion beeinflusst. Eher spirituell und sehr privat und sehr friedlich gelebte Religionsformen gewesen. Genau. Die jetzt aber leider aufgrund des Einflusses des Islamischen Staates, die sich dort auch verbreiten, verhärten. Ja. Leider. Also du siehst, also die Argumentation, es gibt nur einen Islam, kann ja wohl nicht gelten. Also ich weiß, dass Herr Erdogan vor allem schon oft auch von deutschen Politikern gefragt wurde oder ihm gesagt wurde, das können wir ja verstehen und akzeptieren wir ja auch, aber Sie in der Türkei, in einem laizistischen Staat, praktizieren doch auch einen anderen Islam als in anderen Ländern dieser Welt. Ja, also es gibt so viele Rechtsschulen, auch wiederum innerhalb des Sunnitentums und Schiitentums und da wieder innerhalb der einzelnen Rechtsschulen nochmal Abzweigungen. Aus diesem Grunde alleine ist das im Grunde eine Beleidigung für den intellektuellen Menschen. Ja. Wenn man sagt, es gibt nur einen einzigen lebbaren oder so lebbaren, so definierten Islam. Ja, es ist absolut totalitär. Also, totalitär ist das Richtige. Totalitär und es ist auch,
historisch unfundiert, finde ich, weil wenn wir bedenken, dass zum Beispiel die Hadithen, die für die Sunniten gelten, die wurden ja erst 200 Jahre nach dem Tod des Propheten niedergeschrieben. Die allermeisten, ja, genau. Die allermeisten, genau. Und es sind ja 4 Bände, Bücher sind es. Und teilweise sogar mehr. Also vielleicht, wenn ich da eingreifen darf. Also es ist so, dass circa 200 Jahre nach dem Tode des Propheten, aber auch nach dem Tode des Propheten wurde überhaupt der Koran niedergeschrieben. Also das ist schon mal eine Sache, die wir feststellen müssen, der selbst nicht lesen und schreiben konnte. So heißt es. So, und dann am Ende des Tages waren alle darauf angewiesen, was haben denn die Verbündeten oder die Verwandten oder die Gefährten des Propheten denn wirklich mitbekommen. Und im nächsten Schritt, lass uns doch mal überlegen, wie viele Hadithen es plötzlich gibt. Also 200 Jahre nach dem Tode des Propheten werden da Hadithen niedergeschrieben von diversen Autoren. Aber schauen wir uns den Iran an und Al-Azhar und die Türkei. Ja. Im Grunde genommen existieren sogenannte Hadith-Fabriken, ja, also eine regelrechte Industrie. Plötzlich tauchen Hadithen auf, die nicht in diesen alten Sammlungen zu finden sind, aber angeblich doch authentisch sind. Also man bastelt sich da Hadithen auch zusammen. Deshalb orientieren sich liberale Muslime weltweit nicht an Hadithen, sondern ausschließlich an den Koran. Ja, ist ja wahrscheinlich auch vernünftiger. Ja, das ist die Debatte und Diskussion. Also die Hadith-Sammlungen sind Sammlungen von Männern für Männer, sagen wir mal so. Ja. Das kann man verkürzt genauso darstellen. Ja. Also du lebst seit Jahren unter Polizeischutz. Personenschutz nennt sich das, durch das Landeskriminalamt Berlin. Ja. Und was bedeutet das ganz konkret im Alltag? Kannst du das beschreiben? Ich habe seit 2006 den Personenschutz. Ja. Weil ich habe mich zu diesem Zeitpunkt als Anwältin für einen eigenen Straftatbestand Zwangsheirat eingesetzt, und zwar in den Jahren 2003 bis 2006. Und in diesen Jahren habe ich sehr viel Anfeindungen, sehr viel Drohungen und sehr viel politische Häme auch erlebt, insbesondere leider aus den sogenannten eigenen Reihen, aus dem linksliberalen Spektrum. Ich komme eher aus der linken Ecke als Feministin und autonome politische Aktivistin. Da habe ich sehr viele Vorwürfe bekommen, dass ich islamfeindlich sei, dass das ausländerfeindlich sei und vor allem auch Migranten kriminalisieren würde, diese Idee, Zwangsheirat als eigenen Straftatbestand zu installieren. All diese Debatten habe ich damals leider führen müssen, und dann habe ich 2006 beschlossen, meine Kanzlei zu schließen und meine Anwaltszulassung zurückzugeben, weil ich es psychisch auch nicht mehr ausgehalten habe, diese ganzen Anfeindungen und Drohungen. Das hat natürlich auch zu tun mit dem Attentat, was ich überlebt habe. Es war sozusagen so noch ein letzter Ausläufer der posttraumatischen Belastungsstörung, dass ich diesen Kampf nicht aufnehmen konnte und gedacht habe, okay, jetzt kommt der nächste Anschlag. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Personenschutz. Und dann hat das LKA Berlin mir Personenschutz angeboten, und das war für mich ganz neu, die Idee. Ich hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht die Vorstellung, dass so etwas möglich wäre. Ich habe selber nicht danach gefragt. Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, danach zu fragen, dass es so etwas geben könnte. Ja, und dann habe ich das gerne angenommen, und die erste Zeit war sehr schwierig, wirklich, weil ich nicht damit umgehen konnte und nicht wusste, was da jetzt so auf mich zukommt. Erstmal ging es mir nur darum, zu überleben, dass mir nichts passiert. Die Morddrohung habe ich sehr ernst genommen und auch die Polizei. Und deshalb ging es erstmal nur ums Überleben. Und dann mit den Jahren habe ich festgestellt, es geht nicht mehr zurück. Also um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, also spätestens da war mir klar, in meinem Leben wird es immer diese Gefahr geben, dass vor allem Muslime, vor allem Männer aus dem muslimischen Kontext, egal ob sie gläubig sind oder nicht, dass sie, und Frauen auch, aber vor allem Männer, dass sie mich immer wieder als Ziel betrachten würden. Und deshalb wird die Lebensgefahr nicht aufhören. Und deshalb konnte ich da auch nicht mehr zurück. Und seit ich die Moschee eröffnet habe, ist die Gefährdungssituation gestiegen natürlich aufgrund
dessen, dass ich mich jetzt auch mit der Religion beschäftige und innerhalb der Religion Veränderungen anstoße, dass es für die Islamisten, für den politischen Islam nochmal eine Steigerung und eine größere, um das salopp zu formulieren, Frechheit, dass ich es wage, in eine Männerdomäne einzudringen, als Frau eine Moschee gründe, als Frau eine Moschee leite, predige, ohne Kopftuch auch noch dazu, viele Dinge hinterfrage und in der Praxis auch verändert umsetze. Übrigens nicht als einzige in dieser Welt, sondern wie viele andere auch auf dieser Welt. Das hat viele Männer noch aggressiver gemacht und dann kam die nächste Welle eben der Gefährdung, die Steigerung, so dass ich jetzt aktuell seit 2017 in einer höheren Gefährdungsstufe sozusagen bin und diese wird sich nicht mehr ändern. So sieht's aus. Ich finde, man kann das Ganze auch gar nicht einfach auf Islamismus reduzieren, weil, wie du vorhin schon ganz gut bemerkt hast, es gibt ja kulturelle Unterschiede. Also Islam wird ja entsprechend der Kultur ausgelegt. Zum Beispiel in Tadschikistan oder jetzt Bosnien oder so. Ja. Würdest du mir zustimmen, dass es wirklich auch zum Beispiel im arabischen Raum oder so, dass es auch kulturell, weil es patriarchische Kulturen sind, höchst patriarchische Kulturen. Archaisch-patriarchisch, sagt Ja, man ja. ja, so archaisch-patriarchisch, genau. Dass diese Form von Misogynie und Geschlechterapartheid, dass es tatsächlich auch kulturell verwurzelt ist. Nun, wir haben eine kulturell verwurzelte Frauenverachtung überall auf der Welt. Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht ganz spezifisch mit der Religion des Islam verbunden und auch nicht regional nur mit Saudi-Arabien oder mit anderen islamischen Ländern. Denn die Verachtung von Frauen oder die Abwertung und Betrachtung als minderwertige Wesen, das gab es auch in Europa vor 200, 300 Jahren. Und zwar hat es nun wirklich lange gedauert, bis Frauen das Frauenwahlrecht bekommen haben in Europa und Nordamerika. Und du musst einfach nur mal googeln, Damenkleidung im 19. Jahrhundert, also die Damenmode. So, wenn du das googelst, dann stellst du fest, dass Frauen auch in Europa sich moderat, und sittlich, moralisch kleiden mussten mit langen Gewändern, mit Korsett. Reiten durften sie nur auf einem Damensattel. Und wenn sie Sport getrieben haben, immer auch in langen Gewändern. Skilaufen mit diesen ganzen vielen Kleidern und dem vielen Stoff, das muss man sich einfach mal auch vor Augen führen. Das darf man nicht vergessen bei all der Debatte. Was wir jetzt aber trotzdem haben in der aktuellen Zeit, ist, dass wir zeitverschobene Entwicklungen haben in verschiedenen Regionen dieser Erde. Und Länder wie Saudi-Arabien, Katar, die islamischen Länder da unten im Jemen, Syrien, Irak, also man kann eigentlich die gesamte islamische Welt nehmen, dass da die Gesellschaften sich noch verweigern, tatsächlich im 21. Jahrhundert anzukommen und sich auch verweigern, in eine demokratische, offene Gesellschaft auch hinein zu verändern. Ja, das ist etwas, was in der Türkei schon gut angestoßen wurde durch Atatürk. Man kann viel kritisieren an ihm, aber er hat durchaus schon gute Wege geebnet, damit eine Trennung zwischen Politik und Religion stattfindet. Die Verschleierung der Frauen verboten, Bildung für Frauen angewiesen und tatsächlich und für alle Mädchen und Frauen. Und tatsächlich gab es sehr gute gesetzliche Veränderungen, auch was das Familienrecht, Strafrecht und so weiter anbelangt. Da hat er sich orientiert an der Schweiz und an Frankreich und auch an Deutschland. Also es gab da durchaus gute Wege Richtung Demokratie. Erdogan hat das alles wieder rückgängig gemacht und schafft das gerade alles ab. Und worauf ich hinaus will, ist, dass solange es in diesen Gesellschaften keine Öffnung und keinen Weg hin zur Demokratie geben werden diese archaisch-patriarchalen Gesellschaftsformen auch aufrecht erhalten bleiben. Das sind totalitäre Herrschaftssysteme, die darauf bedacht sind, die Bevölkerung und den einzelnen Menschen als Individuum klein zu halten und wenig Macht zu geben.
Denn sie würden entmachtet werden, wenn es in diesen Ländern eine parlamentarische Demokratie geben würde. Ja, absolut. Aber ich finde, es gibt auch noch so andere Faktoren. Es ist mir letztens aufgefallen. Zum Beispiel, in keiner anderen Kultur gibt es Polygamie. Und also so, also von den Weltreligionen. Als Regelwerk sozusagen. Ja. Also du sagst als Regelwerk. als Regelwerk. Genau, als Regelwerk. Erklärung, dass das erlaubt und möglich ist. Genau. Und in Islam ist es so, dass der Mann Die Mormonen haben das. Genau, stimmt, die Mormonen haben Darfst das. es nicht vergessen. Die Mormonen haben das und es gibt tatsächlich auch bei vielen ostasiatischen Gruppierungen, einzelnen Völkern. Also die Praxis gibt es eigentlich auch in anderen Religionen und Kulturen. Ja, aber es ist anders. Also zum Beispiel in Islam darf der Mann zwar nur 4 Frauen haben, nur 4 Frauen haben, ist der Kap, weil er sich sonst tatsächlich nicht um die Frauen gerecht kümmern könnte. Aber er darf so viele Konkubinen haben, wie er möchte. Nun, dann müsstest du mal die Stelle googeln. Also es ist tatsächlich nicht genau so. Das hat ein Imam erklärt. Ja, klar, das ist die Variante, die Imame sehr gerne erklären. Nein, also die Geschichte ist im Grunde genommen ganz anders, denn ausgehend von dem Propheten und seiner ersten Frau Hadidja, mit der er nun glücklich monogam 25 Jahre gelebt hat, ist die bevorzugte Form der Ehe auch für den Propheten die monogame Ehe gewesen. Die Polygamie oder das, was dann passiert, dass er 11 bis 13 Frauen, darüber gibt es Streit hatte, ist erst gekommen und passiert, nachdem seine erste Frau gestorben ist, die überhaupt den Islam auch mitgestaltet hat und mit möglich gemacht hat. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Wenn du die Stelle genau liest im Koran, dann wirst du feststellen, dass im Grunde genommen die Offenbarung sagt, wenn du alle Frauen, also wenn du mehr Frauen willst und du kannst sie, was die Emotionen anbelangt, also materiell und immateriell gleich behandeln kannst, dann darfst du das. Aber wir wissen, dass du es nicht kannst. Im Grunde genommen ist das, was im Koran steht, so zu interpretieren, also so kann man es auch interpretieren, dass die Polygamie abgelehnt wurde. Und die Polygamie war zu diesem Zeitpunkt, 7. Jahrhundert, also wir sprechen über ein Gebiet, die arabische Halbinsel, wo nicht nur die Muslime selbst die Mehrehe praktiziert haben oder im Islam das praktiziert wurde, sondern vorislamisch gab es dies bereits. Ja. Und zwar nicht nur für die Männer, sondern es gab das auch für Frauen. Echt? Ja, das tatsächlich. Genau. Ich habe das in meinem Buch Der Islam braucht eine sexuelle Revolution ausführlich beschrieben. Es gab zu Zeiten eben, als der Islam offenbart wurde und auch zu Lebzeiten des Propheten, teilweise in der Region Stämme, wo Frauen oder insgesamt Männer und Frauen 16 verschiedenste Formen kannten, mindestens, wie eine Ehe einzugehen ist und wie man Ehen eingehen kann. Also Frauen konnten darüber entscheiden, wer mit ihnen im Haushalt lebt, von wem sie die Kinder bekommen, wer den Unterhalt bezahlt. Und das konnten verschiedene Männer sein. Und die Scheidung ging ganz einfach. Du hast ein Zelt, den Eingang zum Zelt einfach umgedreht. Und der Mann, der sonst von dieser Seite kam, der wusste, du gehörst ja nicht mehr hin. Das war die Scheidung. Und solche Geschichten gibt's unzählige. Also die Erzählung von diesem Imam, dass das einfach so ist für den Islam und dass nur Moslems 4 Frauen haben dürfen und noch viele Konkubinen und so weiter. Es ist natürlich eine gern erzählte männliche Variante. Also wenn du dir die Kommentierungen zu diesen Stellen durchliest, wirst du ganz andere Interpretationen finden. Deshalb sage ich sehr kritisch immer wieder, dass Männern natürlich schöne Dinge erzählen, was für sie für einen Vorteil ist. Und deshalb gehe ich da gerne in Diskussionen und Debatten darüber, wie man diese Stellen auch noch lesen kann und könnte. Und dann kommt hinzu, dass also gerade auch das mit dem Finanziellen, ja, also in der Praxis umsetzbar. Es muss wirklich, also 100%ige Gleichstellung sein. Und jetzt muss man sich mal
vor Augen führen, wie viele Menschen oder Männer sind in der Lage, allen Frauen genau das Gleiche zu ermöglichen. Und dann gibt es in islamischen Ländern durchaus so Diskussionen und Debatten, wie neidisch man auf die Saudis und Kataris ist und so weiter, weil sie einfach so viel Geld durch das Öl bekommen haben, um das zu praktizieren oder umzusetzen. Was in ihrer Region schon durchaus Praxis war. Das heißt, im Grunde genommen führen sie eine Tradition fort, die was mit dieser Region zu tun hat, die arabische Halbinsel. Was mit dem Rest der Welt nicht in dem Maß zu tun hat. Also keine Verbindung da ist. Und bei den Mormonen, wie gesagt, also da findest du das genauso. Bei die haben bei den auch Mormonen ist es ein bisschen anders, wobei... Die dürfen. Ja, nee, die dürfen das auf jeden Fall. Und praktizieren das auch. Ja, das stimmt. Es gibt Dokumentation, da kannst du ganz viel über die Mormonen auch sehen und lesen, dass sie teilweise sogar Häuser bauen nebeneinander und dann gibt es so ein Tunnelsystem unterhalb oder der Mann läuft dann halt von Tür zu Tür. Also dann kommen wir in die moderne Zeit. Also es ist schon durchaus so, dass es offen, ehrlich oder unehrlich möglich ist für viele Männer, dass sie sagen, das ist für mich etwas, was ich unbedingt will. Ja, ich will mehrere Familien haben und dann praktizieren sie das heimlich. Ja, oder auch klar. offen. Also Fremdgehen tun sie alle Frauen. Zum einen, aber auch richtig Familien haben. Also man muss sich einfach mal die Frage stellen, wie ehrlich führen wir tatsächlich genau diese Debatten darüber, was in der einen Religion und in der einen Kultur so offen und klar debattiert und diskutiert wird und am Ende des Tages in einigen Ländern ja verboten wird. Also in der Türkei ist Polygamie verboten. Ist nicht erlaubt. Das heißt, ein islamisches Land hat gesagt, nein, no way, das geht hier nicht. Ja, wobei die Türkei ist ja immer noch eigentlich laizistisch. Ja. Genau, eigentlich was heißt eigentlich? Also eigentlich, ja, es ist per Gesetz noch laizistisch, aber de facto noch. Ja. Aber auch das will ich sagen, also es hat sich ein islamisches Land auch dafür entschieden, das zu verbieten. Ja. Und die Debatten über die Polygamie, die werden ja theologisch und auch politisch, gesellschaftspolitisch in islamischen Ländern geführt, im Gegensatz zu Deutschland. Hier sobald man darüber anfängt zu reden, wird das ja als islamfeindlich, islamophob abgekapselt. Ja, total. Aber ich finde, es hat auch Auswirkungen auf eine Gesellschaft. Das sieht man, also ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, warum es unter jungen Muslimen, jetzt sagen wir mal Nordafrikaner oder jetzt auch Afghanistan oder solche Gesellschaften, warum es auch so eine Gewaltkultur gibt. Ja. Und ich vermute, es liegt auch daran, wenn Polygamie gang und gäbe ist und es von finanziellen, vom Status eines Mannes abhängt, ob er 4 Frauen haben kann oder nicht. Es bleibt ja oftmals für die Ärmeren ja tatsächlich dann einfach nichts mehr übrig. Natürlich, genau das darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und es ist auch keine Verteidigung der Polygamie, wenn ich hier so spreche, sondern dass man sich das einfach noch mal genauer anschaut, unter welchen Voraussetzungen die Polygamie weiter betrieben werden kann. Ja. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist, wir bieten den 4 Frauen, die hinter einem saudischen, hässlichen, dicken Mann herlaufen, der mit seinen Sommerlatschen und seinen kurzen Shorts und dicken Bauch, hinter sich 4 Frauen hat, die in Vollverschleierung im Chador oder Hijab, was auch immer, hinter ihm herlaufen und darunter Niqab, die verschiedensten Formen eben auch der Verschleierung gibt's ja auch, dass wir diesen Frauen wirtschaftliche Unabhängigkeit anbieten. Ja. Eigenes Bankkonto, genug Geld für den Monat, einen Job, Karriere und die Freiheit, selbst darüber zu bestimmen, wen sie heiraten oder ob sie überhaupt heiraten. Also es wäre schon ein schönes Denkspiel. Also ich habe dieses Denkspiel im Kopf, hätte ich das Geld, würde ich das allen saudischen Frauen anbieten und den katarischen Frauen, um der Welt zu zeigen, wie viele Frauen dann überhaupt übrig bleiben würden, die so einem Vollpfosten hinterherlaufen. Sorry, also die allermeisten dieser Männer sind auch teilweise
nicht unbedingt die sympathischsten. Denn kommen wir da auf die Männer mal zu sprechen. Sehr viele Männer in diesen Ländern lehnen ja Polygamie auch ab und verachten diese Form von Frauenverachtung. Ja. Denn am Ende des Tages hat das ja auch was mit Frauenverachtung zu tun, dass diese Männer der Ansicht sind, sie brauchen sexuell so viele Frauen, also aufgrund ihrer sexuellen Triebe und ihrer Gelüste, weil eine Frau würde das nicht befriedigen. Außerdem den Haushalt könnte eine Frau nicht führen und sowieso, ja, finden sie halt so viele Frauen ganz toll. Sie brauchen Abwechslung. Das bedeutet, dass Frauen als Sexualobjekte betrachtet werden und als Haushaltshilfe. Ja. Ja, also sie haben keinerlei Menschenwürde. Und Gebärmaschinen. Und Gebärmaschinen noch dazu, genau. Sie haben keinerlei Menschenwürde. Ja. Also an diesem Punkt müsste man Aber sehr auch viel mehr die diskutieren. jungen Männer, die nicht die finanziellen Mittel haben, die werden auch, also die Ja, leben klar, die auch davon unwürdig. träumen, ja, die selber Ja. die selber Die so armen behandelt werden. jungen Ja, Männer, die die meinst kriegen du. gar keine, also die kriegen oftmals keine, also zum Beispiel die Dschihadisten, wenn man sie jetzt unter ISIS und so weiter, ich kann mir vorstellen, dass der Anreiz auch, dass sowas wie 72 Jungfrauen und so weiter, diese Narrative so reizend für die sind, ist ja auch, dass die einfach keine Chance haben. Naja, bei einigen kann man durchaus das sicherlich auch psychologisch erklären. Es gibt manche, die ihre sexuelle Identität als queere, als schwule Männer dadurch auch verdecken und innerhalb dieser Männerbünde auch verharren, ja, und im Grunde genommen ganz anderes Leid haben. Also es gibt da so viele verschiedene Facetten, warum junge Männer zum Islamischen Staat gehen. Und diese Vorstellung, ja, bei einem Teil dieser jungen Männer ist psychopathologisch schon sehr interessant, dass sie der Ansicht sind, dass sie 72 Jungfrauen bekommen und dass das für sie wirklich ein Antrieb ist, andere Menschen zu töten, damit sie mit so vielen Frauen Sex haben können. Das ist verrückt. Also diese Vorstellung ist Wahnsinn. extrem verrückt. Deshalb stellt sich die Frage, wie sexuell aufgeladen ist das ganze Leben dieser jungen Menschen? Und ich habe aus diesem Grunde das Buch Der Islam braucht eine sexuelle Revolution geschrieben, weil deren Alltag extrem sexuell überbordet ist. Ja. Ja, also zum einen ist Sexualität tabu, zum anderen ist es sexuell überbordet. Also sie denken an nichts anderes als an Sex, so ungefähr. Sex und Krieg. Yes, genau, Sex und Krieg, genau. Sex and Crimes and Rock'n'Roll. Hier ist das völlig verrückt. Und Drogen auch. Na ja, selbstverständlich. Ja. Also der Drogenmissbrauch ist immens und es wird auch viel Alkohol verbraucht in diesen Ländern. Und ja, man spricht nicht wirklich offen darüber. Vordergründig haben wir eher so die Debatten darüber, jetzt gerade hier in Deutschland. Sie sollen Gebetsräume bekommen, das Kopftuch der Lehrerin erlauben und Kalifats- und Scharia-Demonstrationen. Also wir kratzen da wirklich nur an der obersten Oberfläche, was die Thematiken anbelangt. Das, was tiefergehend ist, was gesellschaftlich eigentlich ein Drama ist, was auch junge Männer zerstört, ihnen die Freiheit raubt, Absolut. selbstbestimmte Individuen zu werden. Ja, darüber gibt's kaum Gespräche, weil wir kommen da gar nicht an. Also ich bedauere selbstverständlich auch all diese Millionen von Männern, die getrieben werden in diese archaisch-patriarchalen Strukturen von ihren Vätern, Onkels und Brüdern zu Männerhassern erzogen werden und von ihren Müttern. Genau. Auch. Nicht nur zu Prinzen, sondern auch eben zu frauenschlagenden Männern, weil Schwiegermütter habe ich erlebt, die das in Ordnung fanden, ja. Nein, eine Frau, die gebrochen ist, Tochter, wie soll sie denn gesunde Kinder oder gesunde Ja, aber Gesellschaften sie selber ist also das habe ich auch leider oft erlebt als Anwältin, selbst zwangsverheiratet, selbst geprügelt und hat kein Problem damit, dass die Tochter von dem Schwiegersohn auch geprügelt wird. Ja. Weil man in diesem Mechanismus drin ist, genau, und sagt irgendwie, ja, wie du sagst, eben gebrochene Frauen, aber auf der anderen Seite auch wütende Frauen, die es sehr, sehr wütend. den Frauen nicht gönnen, ihren eigenen Töchtern nicht gönnen, dass es ihnen besser geht. Absolut. Also es ist alles wirklich sehr kompliziert und sehr komplex, viel komplexer als diese extrem oberflächlichen und unbefriedigenden Diskussionen und Debatten, die wir Weil haben. ich habe das Gefühl, hier im Westen, die machen sich einfach nicht die Mühe, die Materie zu verstehen, wollen aber überall
diese Dinge eine Meinung haben und mitbestimmen oder mitsprechen. Und das ist eigentlich White Supremacy aus meiner Sicht. Ja, absolut. Schau dir doch die Situation in Taliban Afghanistan an. Im Grunde genommen müsste die gesamte Weltöffentlichkeit sich zusammenschließen und dieses Land befreien von diesen Extremisten. Genau. Haben sie aber nicht gemacht. Nein. Sie waren Jahrzehnte jetzt da. Was haben sie denn angestellt? Im Grunde genommen haben sie den Taliban den Weg geebnet, Waffen noch zurückgelassen und haben jetzt einfach aufgegeben. Und das hieß doch die ganze Zeit Demokratie einführen und Frauen befreien. Ja, absolut. Und jetzt leben die Frauen unter der Burka. Es ist verrückt. Es ist verrückt und es ist ein Verrat an den Menschenrechten, Verrat an Frauenrechten. Und wo ist der Aufschrei der anständigen linken Liberalen? Wo ist der Aufschrei? Wo sind sie auf der Straße? Eigentlich müssten sie täglich demonstrieren für die Befreiung der Frauen im Iran und in Afghanistan. Ich habe das ja gemerkt. Diese beiden Länder. Genau. Als Mahsa Amini umgebracht wurde. Ja. Da ist bei uns Iranern der Groschen gefallen, weil genau diese Leute, die vorher die ganze Zeit Black Lives Matters überall mit dabei waren, da war Stille. Ja. Nichts. Wo ist denn die riesengroße Demonstration? Ja. Wenn es um die Frauen aus dem Nahen Osten geht, sind diese Sorte Feministinnen dann interessanterweise sehr still. Solidarisieren sie sich dann mit dem Patriarchat und dem Kopftuch-Islam. Genau. Ganz einfach. Sie haben dann ihre kopftuchtragenden Freundinnen, die ihnen dann so als Alibi dafür dienen, dass sie die intellektuellen und tollen, angenehmen, netten Menschen sind, die ja auch Demokratie wollen. Und deshalb können sie nicht auf die Straße gehen gegen das Kopftuchsystem. Ich habe das Gefühl, das ist eine Art von internalisierte Misogynie. Das sieht man, also es drückt sich bei den Frauen aus dem Nahen Osten anders aus als bei den Frauen hier im Westen. Im Nahen Osten ist es so, das finde ich sehr bemerkenswert, dass diese missbrauchten Frauen also die Männer züchten förmlich, die sie wiederum missbrauchen. Also ein geschlossenes System, das sich unendlich wiederholt und sehr schwer zu durchbrechen ist. Du sprichst einen ganz wichtigen Aspekt an, dass Frauen Teil des Patriarchats sind. Ja. Selbstverständlich. Sie sind Mittäterinnen. Die sind Mittäterinnen, ja, genau. Klar. Also ich habe 3 Brüder und ich habe eine Mutter, die 3 Söhne und 2 Töchter großgezogen hat. Und ich habe das immer wieder erlebt. Und meine Schwester, wir unterhalten uns immer wieder darüber, dass die Brüder oder der eine oder andere dann nur so eine Kleinigkeit machen muss und das strahlt alles übers Gesicht. Und ich habe Tanten und Onkels, die unbedingt Söhne haben wollten. Töchter für sie ist nichts wert ist. Ich kenne kurdische Familien, wo die Frage, wie viele Kinder hast du, damit beantwortet wird, 2, obwohl 8 Kinder da sind. Weil es 2 Söhne sind. 2 Söhne, genau. Die Töchter gar nicht mitgezählt werden. Also das ist schon tragisch nach wie vor. Auch das sollte eigentlich ein viel größeres Thema sein. Ja. Psychologie. Wird in der öffentlichen Debatte zu viel psychologisiert und zu wenig über Inhalte gesprochen, also über die Dinge, die in Moscheen gepredigt wird oder soziale Medien und so weiter und so fort. Wie stehst du dazu? Also ich denke tatsächlich, dass das der Fall ist. Und zwar sollten wir uns da vielleicht Beispiele anschauen, wie die Kölner Silvesternacht, die sich jetzt zum 10. Mal jährt. Als das passierte, ist neben diesen ganzen fürchterlichen Übergriffen ist eine Sache passiert, nämlich das, was mich sehr, sehr erschrocken hat und sehr betroffen hat, ist, dass auch Frauen aus dem linksliberalen feministischen Milieu, Frauen plötzlich nicht geglaubt haben, dass sie sexuell belästigt, vergewaltigt und so weiter wurden. Also im Grunde genommen war es ein Massenevent, wo wirklich Massen an jungen Frauen betroffen waren und die Tätergruppe auch ganz klar zu definieren war. Und weil man die Tätergruppe aber nicht benennen wollte, hat man angefangen eben zu psychologisieren, warum, oder auch zu politisieren natürlich, meiner Ansicht nach Missbrauch hier an der Stelle, dass Frauen ganz bewusst behauptet hätten, es seien Ausländer gewesen, um Ausländerfeindlichkeit zu schüren, oder Frauen wurden angehalten, darüber zu schweigen, dass es sich um dunkelhäutige oder dunkelhaarige Männer handelt. Also
ganz schlimme Diskussionen und Debatten. Und es ist schon eine Form von Psychologisieren dessen, was vielleicht da passiert ist. Was vielleicht passiert ist. Aber die Sache an sich, dass da tatsächlich Frauen vergewaltigt wurden und sexuell belästigt wurden, also darüber wurde gar nicht geredet und die Chance auch vertan, darüber zu sprechen, was denn diese Tätergruppe treibt. Ja. Also was das Profil dahinter ist, um Präventionsarbeit zu betreiben, um auch die Täter zu erfassen und um überhaupt hier in unserer Gesellschaft auch dieses Thema auch offen zu diskutieren, damit man darauf vorbereitet ist. Und wir sehen jetzt 10 Jahre später, nach 2015 und mit der zunehmenden Zahl eben an jungen Männern aus dieser Gruppe, dass die Übergriffe zunehmen, dass es ja nicht abnimmt, dass das teilweise eben steigt. Die Kriminalstatistiken zeigen das. Und als nächstes Beispiel fällt mir ein, was am 7. Oktober auf diesem Musikfestival in Israel passiert ist. Ein fürchterliches Massaker, ein Abschlachten, bestialische Vergewaltigung an Frauen und gleichzeitiges Filmen, also unmenschlichster Art. Und wieder der Reflex, und das sind Dinge, die wirklich früher in meiner Sozialisierung oder in meinem politischen Denken nicht denkbar war, dass Frauen unsolidarisch mit Frauen waren. Total. Zum Schutz der Täter. Und wir haben es hier beide Male mit muslimischen Tätern zu tun. Also es ist wirklich ein Irrsinn, dass bei der Kölner Silvesternacht die Tätergruppe von jungen muslimischen Männern geschützt wurde und Frauen nicht geglaubt wurde. Und was die Hamas gemacht hat, wurde als Widerstand bezeichnet, dass sogar Vergewaltigung, Verstümmelung von Frauen, die auf bestialischste Art und Weise von Frauen, die sich Feministinnen nennen, als berechtigten Widerstand bezeichnet wurde. Also in der Geschichte nicht nur das, viel schlimmer, natürlich auch positiv bewertet wurde, dass es gut war, das zu tun, weil man ja dem Feind das antat. Ja, oder dass es nie passiert ist, weil die werden ja zu hässlich. Das wäre das wäre mein nächster Schritt. Also ich habe Videos gesehen, wo Frauen schreien, wo seid ihr denn, all die vergewaltigten Frauen? Ja, zeigt euch doch. Ich meine, sie sind vergewaltigt, verstümmelt worden und welches Opfer stellt sich dann dir gegenüber? Dass Frauen auf der Straße schreien, dass sie es nicht glauben. Das ist verrückt. Und zum einen erzählt das hier die Geschichte oder stellt sich die Frage, was für eine Psychologie dahinter steckt bei denen, die das halt so bewerten. Bei der Kölner Silvesternacht, was treibt sie, das alles eher von der Täterseite so zu betrachten, dass man das verharmlost und auch solidarisch mit Tätern ist. Ja. Und bei der Sache mit der Hamas und dem 7. Oktober spielt hier ganz klar Antisemitismus eine große Rolle. Und das war dann so ein gegebenes Geschenk so ungefähr, ja, den eigenen Antisemitismus auch nochmal zu leben und zu bestätigen. Ja, absolut. In diese, wie sagt man, Atmosphäre ist es ja auch wirklich total akzeptiert. Ja. Also weißt du, von jedem einigermaßen linksliberal oder überhaupt politisch denkenden Menschen, jedem anständigen politisch denkenden Menschen, würde ich erwarten, dass sie sagen, das Leid der Palästinenser, das sehen wir und das bedauern wir auch. Und das Leid der Palästinenser sollte endlich ein Ende haben, insbesondere aber auch gegen die Hamas. Genau. Ja, befreit die Palästinenser von Terroristen. Ja. Befreit sie von denjenigen, die ihnen ein freies, selbstbestimmtes Leben verwehren. Und was Israel anbelangt, gerade Deutschland hat so viel Schuld auf sich geladen. Und jeder Mensch, der nach Deutschland kommt, und ich schließe mich da mit ein, jeder Mensch, der nach Deutschland kommt, hat die Verantwortung und das Bewusstsein zu haben, dass dieses Land eine Verantwortung trägt. Und wenn du nicht in so einem Land sein willst, dann geh woanders hin. Ja. Aus Deutschland muss so viel Sicherheit und Solidarität wie möglich Israel gegenüber erklärt werden. Das ist Fakt, das ist die historische Schuld. Und wenn du nicht daran teilhaben möchtest, dann gehörst du nicht hierher. Ja. Dann geh woanders hin.
das Existenzrecht Israels anzuzweifeln, ist auch historisch, also total absurd, was da teilweise an Parolen geschrien werden. Absurd. Und ich sage als Muslimin, die aus einem Land kommt, wie der Türkei, dass wir als Muslime in der Türkei uns natürlich auch Gedanken darüber machen, wie wurden wir Muslime? Genau. Und das sollte jedes Land tun. Ja. Wie wurden denn einige Länder christlich? Ja. Durch Missionierung und Gewalt. Wie wurden einige Länder islamisch? Durch Missionierung und Gewalt. Ja. Und die Palästinenser dort, wann wurdet ihr denn Muslime? Wer hat euch zu Muslimen gemacht? Die Ägypter. Was habt ihr für eine Geschichte gehabt vor dem Islam? Ja. Also historisch ist das Ganze auch sehr absurd. Und dass man dieses Gebiet so ganz klar und die gesamte Fläche. Ich meine, da steht eine Moschee auf einem jüdischen Tempel. Also die Himmelfahrt, geht's ja nicht. Himmelfahrt des Propheten Mohammed wird von liberalen Muslimen und auch von Theologen, von durchaus anerkannten Theologen sehr in Zweifel gezogen, denn es gibt kein Wunder im Islam und es sollte aber ein Wunder her und dann ist diese Geschichte natürlich eine gern erzählte Geschichte. Ja. Und der Tempelberg ist da, ja, und dann vermischt sich da einiges und plötzlich wird es zu einem Zentrum des Islam erklärt. Nein, da gehört das Zentrum des Islams Mekka und Medina. Ja, genau. Ja, und das ist auch in Ordnung so. Ja, aber da besteht die iranische Regierung auch ziemlich drauf, weil die wollen ja ihr eigenes Zentrum. Ja, jeder will sein eigenes Zentrum haben. Und jeder will seine eigenen Reliquien haben. Genau. Heiligen Ort haben. Es ist alles, das ist alles so fernab von Spiritualität. Absolut. So fernab von Mystik. Das ist so fernab von wirklichem Glauben und meiner Ansicht nach auch von dem Verständnis von Gott. Das ist nur ein Machtanspruch. Nur mit Macht zu tun. Ja, absolut. Und Herrschaft. Aber um auf die Frauen wieder zurückzukommen, ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt über die weißen Frauen sprechen, die diese Form von Patriarchie, islamistische oder islamische Patriarchie verteidigen und das Leid anderer Frauen, die vergewaltigt worden sind und so weiter, herabspielen oder ignorieren. Die geben zwar vor, nicht rassistisch zu sein und offen, weltoffen und so weiter zu sein, aber was sie ja wirklich ignorieren oder einfach wegschieben und aus der Debatte rausschieben ist, wie hat sich das Christentum überhaupt weiterentwickelt, indem es Kritik zugelassen hat? Also die Aufklärung war ja nur so möglich, weil und Reformen und liberale Bewegung. Genau, Reformen und liberale Bewegungen wurden zugelassen. Also Selbstkritik, aber sie selbst auch, sie kritisieren die katholische Kirche, aber Ex-Muslime und Muslime dürfen ihre eigene Religion nicht kritisieren. Und dafür hätten wir hunderte von Beispielen. Schau mal, die Verhüllung der Frau hat ja was zu tun mit den sexuellen Trieben des Mannes. Angeblich kann er sie nicht kontrollieren, also darf er kein Haupthaar sehen, so, weil er sich nicht sexuell kontrolliellen kann. Das wird total ausgeblendet aus der Debatte. Das Kopftuch wird nur debattiert als religiöse Pflicht und die Debatte ist vorbei. Es gibt keine Diskussion. Das Motiv wird nicht hinterfragt. Wobei die gesamte Frauenbewegung weltweit sich insbesondere auch darauf konzentriert hat, Frauen die Menschenwürde eben zurückzuholen, die ihnen ja genommen wurde vom Patriarchat, in der Form, dass wir zu Sexualobjekten erklärt wurden. Also Hauptthema der Frauenbewegung ist ja, wir sind keine Sexualobjekte. Genau. Unser Bauch gehört uns, unser Körper gehört uns und wir kleiden uns und bewegen uns, wie wir wollen. Ja. Das wird ja, sobald es um den Islam geht, ausgeblendet. Während im eigenen Lager so viel dafür gekämpft wird, dass Frauen immer mehr Rechte bekommen. Es gibt so viele Gender-Identitäten, die Gender Studies, insbesondere auch von Feministinnen. So viele verschiedene Geschlechter. Aber sobald es um den Islam geht, ist man in einem binären Geschlechterverhältnis. Aber weißt du, das Mann und Frau. Aber das ist Rassismus. Ich sage immer wieder, das Rassismus ist der niedrigen Erwartungen. So diese bei denen ist das so. Ja, genau, bei denen, die sind kulturell so. Genau. Es ist wirklich Du weißt, so dass es im Iran genug Menschen gibt, die gegen all diese Dinge kämpfen, ohne
Bezug auf weiße Deutsche oder was auch immer, Europäer, sondern aus eigenem Antrieb heraus. Ich weiß es aus der Türkei, es ist der eigene Antrieb aus Afghanistan, Iran, Irak, Saudi-Arabien. Ja. Es leben dort Menschen, die aus eigenem Antrieb für Freiheit kämpfen, selbstbestimmtes Leben, sexuelle Selbstbestimmung, LGBT-Rechte, Frauenrechte, all das ist dort. Und dann haben wir hier diese arroganten, weißen, linken, teilweise linksliberalen, ja genau, diese Leute, die uns erklären, was unsere Kultur ist. Nämlich dieses archaisch-patriarchale. Und das ist total pervers. Das sind total und Rassismus. Rassisten. Das ist totaler Rassismus, weil mir erklären diese Leute hier auch, oder über mich reden sie auch gerne so, dass ich keine Feministin bin, weil ich den Kopftuch-Islam bekämpfe und dass das eine Fake-Moschee ist, die wir da haben, dass ich eigentlich gar keine Muslimin bin, weil ich auch kein Kopftuch trage. Also in ihrer Vorstellung gibt's halt auch nur einen bestimmten Islam und das ist Kulturchauvinismus pur und Rassismus, nichts anderes. Diese Arroganz, unerträglich und führt uns, denke ich, auch in sehr schlechte Zeiten aktuell. Ja, absolut, absolut. Und dem müssen wir was entgegenstellen. Seran. Ja, liebe Maral. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für deine Arbeit, für deinen Mut, dafür, dass du die Dinge aussprichst, wo andere ducken. Ich danke dir.